Hallo Luise, Hallo Jules. eine weitere Folge 2 Megapixel. Ja, Heute mit Luise Blumenstengel. wie sonst auch. Nein, die letzte Folge war ja ein bisschen dazu da, um mich kennenzulernen. Und heute wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, Dich kennen wahrscheinlich auch schon sehr viele ganz gut, ja, weil du bist ja hier die, wie du sagen würdest, Social Media Maus. die Social Media Maus hier. Ähm, und wir wollen heute mal ein bisschen mehr über den Werdegang von dir kennenlernen. Ja, Willst du anfangen oder soll ich anfangen? ich will anfangen. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil Echt? eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen die Folge über mich morgen auf. Und ich habe mir jetzt wirklich nicht so viele Gedanken gemacht und ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber ich habe auch gerade schon zu dir gesagt, eigentlich finde ich es gut, dass wir es jetzt so spontan aufnehmen, sodass einfach das gesagt wird, was sich einfach jetzt spontan richtig anfühlt. Und es ist einfach nicht so geskriptet oder Ja, das irgendwie. sage ich ja immer, dass das gut ist. Ja, Jules ist immer Fan von einfach ganz Einfach natürlich loslabern. miteinander reden. Ich Ja. muss sagen, ich habe das so verinnerlicht, irgendwie auch gewisse Dinge vorzubereiten und habe auch manchmal so ein bisschen Angst. Ich sage dann irgendwas, wo ich im Nachhinein denke, hätte ich das mal vielleicht nicht gesagt, aber Ist nicht so schlimm. ja, wir machen das jetzt ja auch, um so ein bisschen transparent zu sein Und und real und nicht fake einfach, ja, nahbar. Wir ja, schneiden noch nicht so viel raus. Wir haben bisher noch ne, nichts rausgeschnitten. das stimmt. Wir haben auch noch nicht wirklich die Folgen geschnitten, müssen wir auch sagen. Ja, das stimmt auch wieder. Wir sind gerade noch beim Color Grading. Aber gut, ja, es soll diesmal um mich gehen, um die große Frage: Wie bin ich hierher gekommen? Wo fangen wir denn an? Ich würde gerne ganz, ganz weit hinten anfangen. Ja. Erinnerst du dich noch daran, was dein Interesse an der Fotografie geweckt hat oder ob jemand dazu beigetragen hat, als Kind, als Teenager, Mhm. warum du jetzt nicht Fotografin werden wolltest, aber Fotografie interessant fandest oder toll fandest oder spannend. Ja. Also, ich hatte damals und ich habe auch immer noch eine sehr gute Freundin, Lena. Und Was heißt damals? das heißt, ich war, ich sag mal 10, Mhm. 11. Und sie hatte damals so eine typische Digicam und hat damit die ganze Zeit rumgeknipst. Und bis dahin hatte ich eigentlich nicht so wirklich eine Berührung zur Fotografie, außer dass dann angefangen haben, die Handys Kameras zu haben. Also ich Das hatte heißt, aber du warst 10 und das heißt, es muss um die 2000 wann gewesen sein? 2007. 7. Mhm. Es war so eine Mischung aus, die ersten Handys kamen, obwohl Lenas Kamera war wirklich die erste Kamera, mit der ich so Mhm. Berührungspunkte hatte. Klar hatten meine Eltern auch Mhm. analoge Kameras und auch so eine der ersten Digicams. Das hat mich aber überhaupt nicht interessiert, muss ich wirklich sagen. Also mein Papa hat zwar auch immer sehr, sehr schöne Fotos gemacht, muss ich jetzt auch rückblickend wirklich sagen. Oh. Hat mich gar nicht beeindruckt. Aber ich selber wollte dann auch unbedingt eine Digicam haben, weil meine gute Freundin Lena eine hatte. Mhm. Habe dann noch eine gekauft und habe da alles Mögliche dokumentiert. Und ich weiß noch, wie Leute zu mir gesagt haben: „Oh, Luise, du kannst es richtig gut.“ Was heißt dokumentiert? Also, du hast dann eine Digicam gekauft oder bekommen und hast dann was fotografiert? Blumen, Also die Klassiker. Bienen. Okay, also wirklich, du bist wirklich rausgegangen zum Ja, Fotografieren. Hast nicht irgendwie Freunde bei Partys oder so einfach ne, da geknipst. war ich auch Ja, noch zu jung. Bin generell ja, auch nicht so eine Partymaus, muss ich sagen. Ab und zu ja. schon, aber eigentlich nicht. Wir haben sie alle schon fotografiert, die Blumen und Ja, Bienen ja. dieser Welt. Also, das war wirklich, und Selbstporträts. Ja. Das habe ich ganz Mhm. viel gemacht. Ähm, Stimmt, das habe ich auch am Anfang gemacht. ja. Oh, ich glaube, ich muss hier im Video, wir nehmen das Ganze ja auch für YouTube auf, ich blende hier mal was ein. Das ist, also jetzt ist wirklich der Ja, Punkt, würde ich auch gerne sehen. wenn du gerade nur zuhörst, ich blende mal ein paar Sachen ein. Ein Mhm. paar Sachen finde ich auch jetzt gar nicht so schlecht. Also denke ich mir Mhm. manchmal so, Mensch, das ist ja eigentlich ganz gut geworden. Pavel, das ist aber wirklich so Panne. Also Ja, da, klar. ich blende sie trotzdem gerne ein. Es gehört alles dazu, ist alles ein Prozess. Und ich glaube, man sieht dann auch ganz gut,
ja, es ist einfach kein Meister vom Himmel gefallen. Also Nee. ich mache das ja jetzt auch schon so lange. Ja, dann diese typische 2011, als ich 14 war, habe ich dann meine Spiegelreflex gekauft. Das ist dann eigentlich wirklich der Start gewesen. Ich weiß auch nicht genau, wieso gerade die Kamera. Ich weiß nur, ich war bei Chip Online oder so, wo immer so ein Kamera-Ranking war. Und da war halt die Sony A55 auf Platz 1. Mhm. Und ich dachte, ja, also wenn die das sagen, dann muss das die Dann beste muss das so Kamera sein, ja. sein. So. Und habe dann auch gar nicht lange drüber nachgedacht, wusste irgendwie so, okay, 10 Bilder die Sekunde. So krass, also das scheint ja wirklich der absolute Ja. Kracher zu sein. Und Das dann auch heißt, du noch, wusstest noch nicht so richtig, warum du dir die eigentlich kaufen willst, nee, sondern du hast also, halt auf mein- Online-Bewertungen vertraut. ja. Ja. Und habe mir natürlich auch YouTube-Videos angeschaut und dachte dann, das muss es sein. Und habe mir Hast du dir dann die selbst bezahlt oder haben ja, die dir deine Eltern irgendwie? Jugendweihgeld. Was für Geld? Jugendweihe, Jugendweihgeld. also das Pendant zu Konfirmation. Ah, okay. Ja. Ja. Hast du es auch gemacht? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte Kommunion. Ah, ja. Im Endeffekt alles das Gleiche, nur ein bisschen anders. Ja. Same, same, but different. Same, but different. Genau, dann hatte ich diese Kamera und damit hat es richtig angefangen. Also plötzlich war es so, oh mein Gott, was ist eine Verschlusszeit, was ist eine Blende? Mhm. Und ich habe dann auch angefangen, Freundinnen zu fragen, Freunde, ob Ob ich du sie sie mal fotografieren fotografieren darfst, ja. kann. Ganz viel ausprobiert, auch wirklich wahnsinnig witzige Sachen dabei. Ich glaube, das muss ich auch mal einblenden. Ist wirklich, Oh ja, ich ja, habe auch schön. so viel Quatsch gemacht, aber damals war das halt wichtig, dass man das macht und dass man da sich so traut, auch mal jemanden Menschen zu fotografieren und mal zu fragen, darf ich dich mal fotografieren Ja. und sich selber in diese Situation bringt, Menschen zu sagen, was sie tun müssen. Ich weiß noch, bei mir war das sehr, sehr schlimm, das erste Mal, Hm. eine Person zu sagen, was sie tun soll. Ja, man Ganz kann es ja komisch. nicht. Also man weiß ja gar Ja, nicht ganz so. komisch. Ja, Ja. genau. Und dann wusste ich auch schon während der Schulzeit eigentlich, ich glaube, ich will das mal beruflich machen. Da warst du Weil, dann wie alt? 2011? ja, 14, 15, 16, so die Zeit, wusste ich eigentlich, ich muss Fotografin werden. Okay, krass. Ja. Weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gelernt habe, mit der Kamera, die ich hatte, umzugehen, Mhm. weil ich sowohl von meinen Freunden und Freundinnen als auch von meiner Familie so viel positive Bestärkung bekommen habe, was die Fotografie betrifft, dass es irgendwie so wie meine Bestimmung war. Also alle waren auch so, ja, Luise mit der Kamera und so. Also es war richtig so verknüpft miteinander. Also deine Eltern haben dich auch supportet in deinen Plänen, Ja, Zielen. obwohl ich sagen muss, also meine Eltern sind wirklich, ich liebe sie über alles, also Grüße. Aber als es dann wirklich um die Berufswahl ging, waren sie nicht ganz so angetan, muss ich sagen. Vor allem meine Mutter, selber Ärztin, kann ich ja auch mal sagen, das habe ich, glaube ich, auch noch nie so gesagt, halt aus einem sehr wissenschaftlichen Denken, jahrelanges Studium. Da ist einfach die Tochter als Künstlerin komisch. Also das hat sich für sie ja nicht richtig angefühlt und ich glaube, also ich weiß, dass alles nur aus Liebe kommt und sie einfach möchte, dass ich da eine Sicherheit habe und künstlerische Berufe haben ja oft eine Unsicherheit. Und bei mir war es genau andersrum. Arbeiterfamilie, nie studiert, nie wissenschaftlich und dann genau das Umgekehrte, aber auch, mach doch einen sicheren Job. Nimm doch was Sicheres, wo du nicht irgendwie Künstlerin oder Künstler bist. Genau, und also ich weiß es auch zu schätzen mittlerweile, auch wenn ich damals immer so ein bisschen sauer war und mir dachte, was soll das eigentlich? Also alle sagen mir, ich kann das und jetzt darf ich es irgendwie nicht lernen, jetzt darf ich es nicht studieren. Und also sie haben es mir nicht verboten, aber haben mir schon immer auf den Weg gegeben, Luise, so, das sollte dein Hobby bleiben. Überleg's dir gut. Genau, dann behältst du auch den Spaß dabei und als Beruf mach lieber was Richtiges. Wenn du nicht Fotografin geworden wärst, was wärst du heute? Also, das kann ich heute ganz gut beantworten. Damals hätte ich es gar nicht gekonnt, aber ich glaube, ich wäre Synchronsprecherin. Das würde mir wahnsinnig viel Spaß machen. Also Schauspielerin quasi. Nee, nicht Schauspielerin. Muss man dafür nicht Schauspielerin sein? Naja, also wenn du Sachen einsprichst, dann solltest du schon
gewisse Abläufe mitmachen und dich auch bewegen und so weiter, aber du bist ja mit deinem Gesicht nirgendwo zu sehen. Also ich kenne viele SynchronsprecherInnen, die Schauspieler sind, Ah, okay. die daher kommen halt. Ja, also finde ich jetzt auch Ist nicht auch abwegig. ist auch eine sehr harte Branche, habe ich gehört. Also wahrscheinlich genauso hart wie Fotografin sein. Ja, das kann sein. Aber ja, Und warum? es macht mir Freude. Also ich weiß auch nicht, ich kann auch, das mache ich jetzt nicht, aber ich kann ganz gut auch meine Stimme verstellen und in so Mhm. verschiedene Rollen schlüpfen. Mhm. Und ja, vor allem Leute hier im Studio haben es auch schon mitbekommen. Ja, ich auch. Du warst leider zur Weihnachtsfeier Ich nicht habe es da. mitbekommen, aber Ach so. einmal hast du es rausgehauen. Ach so, ja. Ja. Die Soap-Stimme. Die Soap-Stimme. Ich kann wirklich so eine Cartoon-Stimme machen. Mann, ey. Die werden wir noch hören irgendwann. Ja, vielleicht gibt es irgendwann ein Special, wo ich dann mal so eine Minute in der Stimme spreche. Oder auch gewisse Dialekte kann ich auch, halt natürlich Sechsteln und so. Ja, oder Moderation, finde ich eigentlich auch ganz cool. Was du ja auch jetzt eigentlich schon Ja, teilweise machst, Moderation, das stimmt. mit deinem Beruf. Genau. Ja, Ja, aber dann, das dann erstmal wolltest du dazu. Fotografin werden, fest überzeugt. Wollte fest ich entschlossen. Fotografin werden. Und genau, ich wollte eine Sache noch voll gerne erzählen, auch weil ich die, soweit ich weiß, ich hoffe, das stimmt. Manchmal vergisst man ehrlich gesagt auch, welche Dinge man öffentlich geteilt hat, weil ich jetzt schon seit 2018 auch manchmal Podcast-Aufnahmen mache oder so. Und ich merke, dass ich manchmal komplett vergesse, dass ich gewisse Dinge doch schon mal gesagt habe. Aber eine prägnante Sache in meinem Leben ist auf jeden Fall, dass als ich 15 war, meine Eltern weggezogen sind aus Leipzig. Und ich an dem Punkt war, wo ich entscheiden musste, ob ich jetzt mit aufs Land ziehe. Sie haben sich dort so einen Bauernhof gekauft mit Scheune und so weiter. Oder ob ich in der Stadt bleibe. Und Mit das war auf 15. jeden Fall mit 15. Haben deine Eltern dir ermöglicht, sozusagen, oder? Genau, auch wahnsinnig. Also ich weiß es unglaublich zu schätzen, Ja, ist weil krass. dass sie überhaupt gesagt haben, Luise, du darfst entscheiden, ob Ja. du hier bleibst oder ob du Ja. mit uns gehst. Obwohl ich so jung war, ist echt krass. Und ja, aber für mich war sofort klar, als dieses Haus gekauft wurde und meine Eltern gesagt haben, wir ziehen jetzt auf das Dorf XY, ich muss hier bleiben. Ich habe mein ganzes Leben, also die 15 Jahre in der Stadt gewohnt, hatte dort alle meine Freunde, 10. Klasse, es war kurz vor, okay, ich mache jetzt hier mein Abi sozusagen. Und deswegen habe ich, seit ich 15 bin, alleine gewohnt. Und das war wirklich auch was, ist jetzt nicht wirklich jetzt fotografiespezifisch, aber ich finde es trotzdem wichtig zu erwähnen, dass ich mit 15 Jahren wirklich schon gelernt habe, selbstständig zu sein, mich um mein Leben zu kümmern. Das heißt aber, deine Eltern haben dir eine Wohnung zur Verfügung gestellt Genau, und, also die und haben dir Geld Wohnung, gegeben zum Leben. ja. Ja. Also die Wohnung, in der wir vorher gewohnt haben, die war relativ groß, die wurde in der Mitte geteilt. Deswegen konnte ich in der Wohnung wohnen bleiben und habe auch von meinen Eltern Geld bekommen und war aber trotzdem relativ früh selbstständig sozusagen und habe gelernt, Ja, den Haushalt zu eigenverantwortlich halt schmeißen, ja. mich zu organisieren. Ja, während alle anderen, auch in meinem Jahrgang, in meiner Klasse, also ja, ganz andere Themen hatten dann als ich plötzlich. Und ich sagen muss, das hat mich bis heute sehr geprägt und hat mich, glaube ich, auch ein Stückchen weit etwas schneller erwachsen werden lassen. Ja, so ein bisschen wie ich mit 15 in meiner Firma da angefangen habe, eine Ausbildung zu machen. Ja. Ja, ich weiß, wie das ist. Da wächst man sehr schnell oder man wird sehr schnell sehr erwachsen in sehr jungem Alter, was einem viel bringt, aber auch manchmal ein bisschen vielleicht Kindheit weggenommen hat, aber im Nachhinein schon auch extrem viel für sich selbst oder für seine Entwicklung gebracht hat. Okay, und dann hast du mit relativ jungem Alter schon alleine gelebt in Leipzig. Was hast du dann gemacht? Abi wahrscheinlich? Genau, dann habe ich Abi Da gemacht. ist man dann 18, wenn man fertig ist. Ja. Und dann? Und dann war die ganz große Frage, was jetzt passiert. Ich war erstmal kurz reisen in Asien 3 Monate, habe mich beworben natürlich auf die Fotografie-Studiengänge. Wo hast du dich beworben? Ich habe mich beworben bei, also Berlin, Lette, Leipzig,
HGB und Köln, ich weiß gar nicht mehr die Uni tatsächlich, welche das war. Genau, wurde da überall abgelehnt. Ich wünschte, ich hätte damals gewusst, wie man in den Studiengang reinkommt. Warum denkst du, wurdest du abgelehnt? Ich war sehr festgefahren in meiner Fotografie. Was hast du gemacht? Total offenblendige Porträts und überhaupt nicht abstrakt, künstlerisch, analog. Ich glaube, man hat relativ gut gesehen, dass ich nicht so künstlerische, abstrakte Gedanken hatte wie jetzt andere. Und ich glaube, genau das wird halt gesucht in solchen Studiengängen. Bist du heute froh darüber, nicht genommen worden zu sein? Oder hättest du schon gerne gewusst, wie es wäre oder wie es geworden wäre? Ich hätte es schon gerne gewusst. Vor allem, wie es gewesen wäre, hier in Berlin zu studieren. Also das schon, aber ich glaube, am Ende ist immer... Wobei man auch sagen muss, mit 18, 19 ein Studium anzufangen, ist sehr jung. Also ich bin auch ich habe ja natürlich nie richtig fertig studiert, aber ich bin auch Fan von mach erstmal dein Auslandsjahr, mach erstmal dein soziales Jahr, probier aus, mach ein Jahr lang Praktika und dann studier. So. Ob man jetzt mit 18 oder mit 22 studieren anfängt, ist nicht dramatisch. Viele denken ja immer, sie müssen so schnell wie möglich alles machen, aber die Zeit, wo man jung ist und wo man sich ausprobieren kann, weil man noch nicht viele Verantwortlichkeiten hat, noch nicht viel Geld braucht, wenn man die nutzt, um sich auszuprobieren, das ist Gold wert. Und das ist viel mehr wert, als mit 22 einen Bachelor zu haben. Viel mehr. Und deswegen, ja, wahrscheinlich würdest du schon gerne wissen, wie es war, logisch, aber du bereust es wahrscheinlich auch nicht, dass du es nicht gemacht hast, weil du bist ja heute auch erfolgreich und gehst deinen Weg. So. Ja, am Ende ist alles gut, so wie es ist und ich glaube, es hat auch immer alles seinen Grund. Also da bin ich schon relativ spirituell, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, das Wort, aber ja, dann... Hat dich das entmutigt oder ermutigt, nicht genommen worden zu sein? Ganz kurz entmutigt, also weil ich wirklich bis dahin so viel Zuspruch bekommen hatte und alle mir immer gesagt hatten, wie gut ich das kann. Und dann gab es plötzlich die Instanz, die dann wirklich entscheidet, ob du da irgendwie jetzt studieren kannst und die sagt halt, nee. Also sie geben dir natürlich auch keine Begründung. Was heißt denn alle? Also wer hat dir denn gesagt, dass das alles so gut und so toll ist? Weil das ist ja oft immer ein Thema, wenn dann die Uni sagt, ich sag's jetzt mal ganz böse, du bist nicht gut genug für uns, aber dir deine Familie zum Beispiel immer gesagt hat, du machst so tolle Fotos, das kennen wir ja alle. Ja. Die Mama würde nie sagen, du machst schlechte Fotos oder die sind nicht gut genug, um an eine Uni zu kommen. Und das ist ja dann auch oft ein falsches Bild, was man bekommt, vielleicht auch von sich oder vielleicht zu sicher wird in dem, was man macht und dann überrascht ist, wenn man vielleicht an dieser Instanz, wo du gerade erzählst, steht und nicht genommen wird. So. Ich habe mich ja auch an Unis beworben und wurde nicht genommen und war auch super enttäuscht, weil ich dachte so, ich kann das alles schon und ich bin gut. Ja. So. Ja, obwohl ich auch sagen muss, ich hatte zu der Zeit schon länger auch einen Blog. Das war damals so voll das Ding. Klar. Und habe da auch super oft, auch. Blogspot oder wie ist das alles? Ja, Blogspot. Also das habe ich auch wirklich so lange gemacht. Mein Blog hieß übrigens Moonlight Jabbering. Ich dachte, das wäre der geilste Name überhaupt. Und da hast du dann deine Fotos gepostet und Making-of und Making-of nicht, das war damals noch gar kein Ding, aber... Naja, aber so wie das Foto entstand, hast du da so Hintergrund gegeben zu deinen Fotos oder hast du nur das Ergebnis gepostet? Ja, ich habe immer so Strecken geteilt, also da ging es gar nicht darum, das eine Foto und vor allem war alles noch Querformat, das weiß ich auch noch. Ja, habe dann bestimmt einmal die Woche... Nichts gegen Querformat übrigens. Nichts gegen Querformat, aber ich als Social-Media-Maus, ne? Habe dann da immer meine Strecken geteilt, sowohl Urlaubsreportagen als auch Selbstporträts, als auch Fotoshootings von Freunden und Freundinnen. Und hast du dich auch schon gezeigt, Selbstporträts und so weiter? Ja, und also ich weiß noch... Da hat dein Weg, deine Personal Brand schon angefangen. Da hat er schon angefangen, sag ich dir. Und ich hatte auch 500 Follower bei Blogspot. Was damals richtig viel war. Das war richtig viel. Ich dachte wirklich, also ich bin Fotografin. Ja. Influencer gab es ja, das Wort Influencerin gab es ja damals wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, absolut Bloggerin nicht. warst du Und halt. Instagram war auch gar kein Thema. Also ich weiß,
so ein paar Accounts ploppten dann so auf, aber das war wirklich so die App, wenn man diesen Filter benutzen wollte. Gibt es den noch, den Blog? Nee, leider nicht. Ich habe den leider mal gelöscht, aber ich wünschte, es gäbe ihn noch. Muss man mal auf so einer Timeline, Ja. History Also ich Archives. würde mich jetzt sehr darüber freuen, diese ganzen Fotos mir nochmal angucken zu können. Ich habe sie natürlich auch noch teilweise auf Festplatten und so, aber nicht alle. Ja. Ja. Deswegen dachte ich, also aufgrund des ganzen Feedbacks von meinem Umfeld, als auch natürlich bei Von den meinen 500 bei Followern. 500 Follower bei Blogspot, dachte ich, ja, ich kann das. Ja. Und das war dann schon auch erstmal blöd, dass mir dann gesagt wurde, nee. Und ich fand es auch blöd, dass sie keine Begründung gesagt hatten. Also vor allem beim Lette war ich auch beim Vorstellungsgespräch. Und bis dahin dachte ich auch immer, so ich kann ganz gut Leute überzeugen, wenn ich mit dem persönlich spreche. Deswegen dachte ich so, wow, okay, krass, so, sie haben mich eingeladen. Das ist ja jetzt bestimmt ein Kinderspiel für mich, da überzeugen zu können. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch, dass sie mich gefragt hatten, ja, schöne Bilder und so weiter. Welche Fotografen und Fotografinnen sind für dich so die größten Ikonen? Und ich so. Was für eine Frage ist das denn? Und ich hatte keine Antwort. Mir ist niemand eingefallen. Also klar, ich kannte so Leute, die mich bei Blogspot inspirieren. Also finde ich persönlich, muss auch nicht. Also man muss nicht Fotografen und Fotografinnen kennen, um gut zu fotografieren. Um Künstler zu sein. Ich weiß auch, warum sie die Frage stellen. Ja, es geht halt viel um Fotografie-Geschichte und man wird viele Bilder analysieren, denke ich mal, im Studium auch. Und du hast keinen Namen gewusst? Mir ist nichts eingefallen. Weil du wirklich niemanden wusstest oder weil du nervös warst? Also alles kommt zusammen, glaube ich. Plus meine ganzen Vorbilder waren halt vor allem auf Blogspot. Ja, okay. Das waren meine Heroes, die Leute, die dann halt wirklich täglich gepostet haben. Und ich habe mich gar nicht so dafür interessiert, ich sage jetzt mal wirklich auch so Peter Lindbergh, das ist dann erst später gekommen oder so, auch klassische Fotografen, die sehr, sehr viele Leute kennen. Das war aber am Anfang wirklich gar nicht so, dass ich diese Leute so sehr analysiert habe, mir angeschaut habe. Und ja, dementsprechend saß ich dann da und wusste auch danach schon, ich glaube, die nehme ich nicht. Ja. Und dann hast du die ganzen Absagen bekommen. Und gab es dann einen Moment, wo du das alles so, also nicht hinterfragt, aber sogar fast schon vielleicht hinwerfen wolltest? Ja, also habe ich ja dann irgendwie auch. Ich habe dann natürlich mit meinen Eltern gesprochen und die waren auch so, ja, dann ist doch jetzt halt, wie es ist. Halt dann werd halt Ärztin. Meine Mutter hätte sich, glaube ich, sehr gefreut, aber ich kann kein Blut sehen. Ja, das sind halt die Eltern, ne? Die wünschen sich das natürlich. Wirklich, also wenn ich auch einen Bruch sehen würde, mir wird so richtig, ich kippe sofort um. Wird so schwindelig. Das wäre absolut nicht mein Beruf, deswegen Hut ab an jeden, der das macht, jeden, der das kann. Ja, ich habe andere Stärken und Qualitäten. Genau, und dann dachte ich studiere Medienkommunikation. Weil das damals eben der Studiengang war, den es gab. Ja, ich muss ehrlich sagen, das hat halt auch irgendwie was mit Fotografie zu tun. Und ich muss gestehen, ich kenne diese ganzen Unterschiede immer noch nicht. Es gibt ja Medienkommunikation, Mediengestaltung, das kommt Medienwirtschaft, auch so auf Grafik, die Uni an. Ja. Es gibt ja alles. Genau, und das ist, also wie gerade eben schon gesagt, das ist so abhängig davon, welcher Uni du studierst, welche Dozenten du hast, in welchem Jahr du studierst. Heute ist der Studiengang schon wieder ganz anders als vor 5 Jahren, weil sich das ja so schnell ändert alles. Ja, aber ich wusste bei Medienkommunikation, es gibt das Modul Fotografie, es gibt das Modul, was weiß ich, es gab irgendwie Mediengeschichte und so Sachen, wo ich so dachte, oh ja, das hilft mir eigentlich in meinem Fotografiewunsch. Ich habe den halt im Kopf und im Herzen. Also du hast es schon mit dem Hintergrund gemacht oder angefangen, immer noch Fotografin zu werden? Ja, im Herzen schon. Obwohl ich auch dachte, ja, wenn ich dann den Abschluss habe, kann ich ja vielleicht auch Social-Media-Kanäle leiten oder ich kann Journalistin werden oder ich dachte halt, ich mache irgend sowas, ja, relativ Freies und Modernes. Und das waren dann deine Plan Bs und Cs. Ja, genau. Ja. Und da bin ich noch gar nicht so auf diese Synchronsprecher gekommen. Vielleicht wäre das da so präsent gewesen. Vielleicht hätte ich das angesteuert, aber
ja, hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Und ich muss aber sagen, ich habe dann angefangen, in Chemnitz Medienkommunikation zu studieren. Und Weil man dafür wahrscheinlich auch keine kreative Leistung erstmal abgeben muss. gar nichts. Ja. Kommst rein, wenn dein NC besser ist als, Ja. weiß ich nicht, 3,0, glaube Ja. ich. Ja. Und genau dort habe ich richtig angefangen zu fotografieren. Irgendwie, der Ehrgeiz hat mich so gepackt. Ich hatte dann so richtig in mir drin dieses jetzt erst recht. Also irgendwie Trotz. war ich absolute Trotzreaktion, Mhm. dass ich so war, nee, also ich will das machen, ich kann das schaffen und habe dann angefangen, wirklich so viele Leute anzuschreiben, bei Instagram so viel zu posten, habe mich jeden Tag belesen, YouTube-Videos geguckt. Also ich bin komplett eskaliert. Ich habe das Studium natürlich gar nicht ernst genommen. Also ich bin ab und zu schon hingegangen und so weiter, aber wirklich, mich hat es da so richtig gepackt und es hat sich am Ende als das Beste herausgestellt, was mir hätte passieren können, weil ich habe alles gelernt, was mir jetzt hilft. Also ich habe Vom Studium oder weil du so viel fotografiert hast? Genau, weil ich so viel fotografiert habe. Mhm. Ich habe wirklich so viele Lichtsituationen, so viele verschiedene Menschen. Ich konnte ab einem gewissen Punkt so gut Leute anleiten, weil ich halt schon 100 Porträtshootings dann gemacht hatte. Ja. Und ja, das war wirklich eigentlich so die prägendste Zeit für mich. Dieses Learning by Doing, ohne Mentor, ohne Dozent oder einfach diese intrinsische Motivation, ich will das machen und ich übe jetzt so lange, bis ich selbstbewusst genug bin, das zu tun. Das ist ja auch immer das, was ich oft bemängel an Menschen, die den Wunsch haben, Fotografen oder Fotografin zu werden, aber es nicht genug verfolgen, ist falsch gesagt, aber die nicht genug üben. Also kauf dir die beste Kamera, die du hast, aber wenn du nicht damit fotografierst, wirst du halt nicht besser. Und das sehe ich immer wieder bei Kollegen, bei Freunden, die viel fotografieren, also viel im Sinne von wirklich jede Woche ein Shooting oder mehrere Shootings die Woche für ein paar Monate oder ein paar Jahre, die sind danach top. So. Also die sind super. So. Und Menschen, die ein Shooting im Jahr machen, da passiert halt nicht viel mehr, weil das ist auch Übung. Fotografie ist auch Übung. Auge trainieren, das ist nicht nur Talent, das ist Training fürs Auge, für den Charakter, für auch den Mut, den man braucht, Menschen anzusprechen, Menschen zu leiten, Kommunikation, alles Übung. Und ohne das wird man halt auch kein erfolgreicher Fotograf oder Fotografin. Ja, Haben sehe ich auch so. alle gemein, glaube ich. Wo wir wieder bei ohne Fleiß kein Preis. Ne? Ja. Vielleicht sollten wir so unseren Podcast nennen. Ohne Fleiß kein Fotograf. Ja. Plus 2 Megapixel. Okay. Genau. Und dann hast du super viel fotografiert und hast wahrscheinlich auch auf Instagram die ersten Erfolge gemerkt dann, weil du viel gepostet hast. Ja, absolut. Und dann hatte ich eigentlich auch schon gedanklich mit meinem Studium abgeschlossen, muss ich sagen. Das war dann so im 2. oder 3. Semester, wo ich schon wusste, ich nehme das eh nicht ernst genug. Und hast du damals schon Geld mit Fotografie verdient im Studium? Ich weiß, dass ich mein Gewerbe 2018 angemeldet habe. Also während des Studiums habe ich Geld verdient, aber gar nicht viel. Also meistens so Porträtfotografie für 100 € pro Shooting. Also sehr wenig. Und genau, bin dann auch immer nach Leipzig gependelt, das weiß ich noch, weil da einfach so viel mehr fotografisch los war, dass ich mich auch ein bisschen geärgert habe, dass ich nach Chemnitz gezogen bin. Ja. Genau, und dann bin ich auf eine Instagram-Story von Julia und Jill gestolpert, wo sie gepostet hatten, dass sie eine Assistenz suchen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ausgeschrieben war, wo ich dann so gedacht habe, oh ja, das würde gerade gut passen. Ich will sowieso nicht mehr studieren. Ich möchte fotografisch mich weiterbilden. Und in dem Studium wurde ich nicht genommen. Also hat sich das für mich relativ gut angefühlt, da quasi nochmal wirklich von anderen Leuten lernen zu können, die da schon in dem Beruf arbeiten.
Dein Studium hast du aber fertig gemacht. Nee, Nee. 4 Semester. 4 Semester. Dann auch Und abgebrochen. genau, 6 Semester hätte ich gebraucht, um den Bachelor zu machen. Studienabbrecher sind wir hier. Ja. Ja. Ja, kann man nichts So ist es, hinzufügen. Genau, ja, und dann habe ich, Was lernen wir daraus? Probiert studieren. Wenn lass nichts es dann ist, wieder lass sein. ey. ja, aber zieh es auch durch, wenn es sich gut anfühlt. Ja. Also, genau. Und ich will es auch nicht missen. Also es war trotzdem Ja. auch eine richtig coole Eine Zeit. wichtige Zeit, Und auch wie um das zu gesagt, verstehen, auch warum man es abbricht. Logisch. genau, und ich habe dort ja auch so viel Freiheit gehabt. Mhm. Und ich meine, mein WG-Zimmer hat 200 € gekostet. Und ich hatte, weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte 650 € im Monat. Es hat sich alles so, ja, so frei angefühlt. Und ich war halt Studentin und das mit der Fotografie war so, ja, es macht mir Spaß und ich kann das machen. Es war alles so nicht ernst. Ja, genau. Ja. Hat Und noch keine das war, Verantwortung. ja, das war zur richtigen Zeit genau das Richtige. Und dann hast du die Stelle da gesehen und wurdest auch genommen. Genau, Teilzeit, Vollzeit. Teilzeit. Und die, Julian Jill heißen die. Was machen die? Sind die Hochzeitsfotografen? Genau, Porträtfotografen? Hochzeit und ich muss aber sagen, vor allem im Online-Marketing tätig. Und da habe ich auch viel geholfen. Also viel Aber es sind Backoffice. Fotografen. oder Genau, Ja, genau, okay. genau. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Mhm. Da halt vor allem viel im Backoffice gelernt. Also ich habe nie eine Hochzeit mit fotografiert. Mhm. Was hast du da gemacht, so Daily Business? Verkaufsseiten gebaut, Online-Workshops mit aufgebaut, Presets Ah, okay. Ja. und da alles, was so dazugehört. Genau. Mhm. Ja, und nach 2 Jahren habe ich gesagt, gut, das war eine wunderschöne Zeit. Jetzt ist es aber auch für mich an der Zeit, meine Flügel auszubreiten. Und auch während diesen 2 Jahren, also ich habe auch ganz bewusst Teilzeit dort Das war wann? gearbeitet. Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwas Falsches sage. Ungefähr. 2019 bis 2021. Hast du dort gearbeitet? Ja. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mein Ding. Habe Wie natürlich war während. Corona so? Warte, letzte Sache noch. Ich habe währenddessen natürlich auch wahnsinnig viel an meinem eigenen Business gearbeitet. Also Ja. dadurch, dass ich halt Teilzeit Muss man ja auch, gearbeitet ja. habe, hatte ich auch sehr viel Luft und Raum, mich da halt weiter zu entwickeln und weiter zu bilden und habe das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut genutzt. Das ist Und nämlich wichtig, dass man das nutzt und nicht chillt und die Freizeit, die man hat, zu Hause verbringt, auf der Couch und Netflix Ja. guckt. So. Und in der Zeit, das ist eigentlich auch spannend, habe ich auch viele Meetups mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast. Nein. Erklär mir, was das ist. Also Ja, treffen sich da Fotografen oder was? genau. Also es treffen sich mehrere Fotografen, Fotografinnen plus Models. Meistens Ah, doch, ich in kenne einem- das, ja. in einem Haus, das angemietet wird oder einfach nur einen Tag in einem Studio oder Ja. auch 5 Tage irgendwo. Ja. Und das habe ich auch zu der Zeit relativ oft gemacht. Also dass man dann irgendwie eine Woche, Und dann an teilt der man sich die Ostsee war. Kosten und, Genau. und dann fotografiert man da irgendwie. ja, Ja. man hatte irgendwie 5 Models dabei, konnte dann mit allen 5 Models fotografieren, hat tolle Arbeiten für sein Portfolio gehabt, konnte sich mit den anderen aus der Fotoszene austauschen, hatte Mhm. eine coole Location, man konnte sein Equipment tauschen und so. Also es ergibt schon Ja. Sinn und ich kann auch schon Leuten, die gerade dabei sind, das Handwerk richtig zu lernen, das schon empfehlen. Machst du das immer noch? Nee. 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 Also ich finde, also für mich persönlich ergibt es gerade keinen Sinn, weil ich dann nicht die Sachen zu 100% so entscheiden kann, wie ich das gerne hätte. Und ich finde, irgendwo ist dann der Punkt, wo man selber Fotoshootings planen muss, vor allem, also es geht ja da um freie Projekte. Es geht um unbezahlte Arbeit. Das ist ja auch ein Konzept, was eher dazu da ist, um zu üben, sich auszutauschen, von anderen vielleicht auch was zu lernen. Genau. Also so Community-Gedanke eher so ein bisschen auch, ne? Ja. Und es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe da auch damals mein komplettes Portfolio mit aufgebaut gefühlt. Aber wie gesagt, heutzutage, wenn ich mal ein freies Shooting mache, was relativ selten geworden ist, dann muss es wirklich zu 100% dem entsprechen, was mir gefällt und wo ich auch denke, das ergibt Sinn für meinen weiteren beruflichen ist ja auch Werdegang. normal ab einem gewissen Punkt, dass man das tun sollte und sich nicht
ich sage jetzt mal, das Model mit anderen teilen muss an dem gleichen Ort. So, weil das sieht halt dann doch ähnlich aus und wenn man dann irgendwann seinen eigenen Weg geht, dann muss man natürlich auch seine eigenen Projekte und Ideen und Konzepte umsetzen. Ja. Genau. Das war aber auf jeden Fall auch noch ein Ding, also das habe ich bestimmt 5-mal mitgemacht, sowas. Ja, krass. Richtig investiert. Kostet das viel Geld? Nee, so 200 bis 400 Euro, würde ich sagen, so eine Shootingreise. Dadurch, dass Und das man es halt durch organisiert dann eine Person und Mhm. ihr bezahlt dann diese Person und dann Ja. musst du nur da hinfahren und alles ist quasi organisiert für dich. Genau. Ja. Man kann natürlich vorher noch mit den Models sprechen, dass sie gewisse Outfits mitbringen oder man organisiert es selber. Das würde ich auch empfehlen. Und die Models kriegen dann auch Geld oder ist das für die Nee, auch? das ist auch deren Portfolio. Okay. Ja. TFP. Ja, TFP. Test, wie wir auch sagen. Wo waren wir davor stehen geblieben? Du hast Meetups gemacht, du hast Julia und Jill war ich bei dann Julia nicht und Jill gearbeitet. Ich habe noch die Frage gestellt, was Corona, also du warst ja dann direkt in der Corona-Zeit angestellt. Ja. Was ist passiert? Das war wirklich eine nicht so gute Phase. Ich erinnere mich noch, dass irgendwie alle ziemlich viel Angst hatten und auch ich sehr viel alleine war und nicht so die Shootings umsetzen konnte, die ich gerne machen wollte. Das hat mich schon ziemlich frustriert, muss ich sagen. Aber ich habe während der Corona-Zeit, und das war mein absolut großes Plus, angefangen, jeden Tag auf Instagram zu posten. Also das habe ich wirklich durchgezogen für, ich glaube, ein halbes Jahr. Jeden Tag? Ich habe wirklich ein halbes Oh mein Jahr Gott. jeden Tag gepostet und als mir dann die Bilder ausgegangen sind, die ich posten konnte, habe ich die von unten wieder gelöscht und neu hochgeladen. Ja, bei einem halben Jahr fällt es ja auch nicht mehr auf. Es ist niemandem aufgefallen. Ja. Also Und hast du da einen Schub gemerkt damals? absolut. Ja. Also das war definitiv der größte Boost, den ich hatte. Von bis? Ich glaube von 6.000 Followern auf 35.000. Ah, krass. So. Das war wirklich, also das war gut an Corona, dass ich mir dann irgendwie so mein eigenes... Ja klar, ich meine, das hört man ja auch oft, dass einfach diese Konsistenz und dauerhaft immer wieder raushauen, was bringt. Also selbst mir, der nicht auf Social Media aktiv ist, nicht mal auf Social Media, aber man muss immer aktiv bleiben einfach. Und wenn man nicht aktiv ist, nimmt einen niemand wahr und denkt auch niemand an dich, wenn du Jobs möchtest. Und ab und zu mal eine Mail schreiben, ab und zu mal seine Bilder zeigen, ist ja auch schon genug, oft. Aber wenn du natürlich jeden Tag raushaust auf Social Media, also da muss man schon wirklich irgendwas falsch machen, wenn man dann nichts merkt. So an Followern, an Engagement, whatever. Das sagen ja alle, dass das einfach funktioniert. Wenn du wirklich Masse, natürlich auch Qualität, aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag raushaust. So. Hast du ja dann auch krass gemerkt. Ja. So. Mache ich nicht. Alle 2 Wochen mal ein Bild. Ja, aber ich glaube, du brauchst es auch gar nicht. Ja, ich meine, natürlich sind wir in einer Generation, du so wie ich auch, die gelernt haben, dass Follower auch Anerkennung oder was Gutes einfach sind. So, und dass das irgendwie wichtig auch für die Karriere ist, weil viele Follower bedeutet viel Bekanntheit, viel Geld, whatever. Und deswegen, mittlerweile muss ich auch sagen, ist mir egal, so, ich verdiene mein Geld, aber. War es dir mal nicht egal? Nee, absolut nicht. Also als Instagram so losging und man so das erste Mal so ein bisschen sich Gedanken auch gemacht hat über seinen Account, wie man den aufbaut, was man so postet, was man zeigt. Man muss den ja auch irgendwie kuratieren. Also irgendwann versteht man ja schon, dass man jetzt nicht seinen Schnitzel da posten sollte und dann am nächsten Tag ein Bild von einem Model. So, also das ist ja schon, irgendwann merkt man das ja schon und versucht dann so auch natürlich ein Bild von sich zu erschaffen, als Fotografin, als Fotograf, als was auch immer, was die Leute dann sehen sollen von einem. Und das können manche sehr gut, manche nicht so gut, manche haben gar keine Lust drauf. Und
Aber viele versuchen es natürlich erstmal. Aber ich meine, ich poste natürlich auch ab und zu noch was, aber sehr, sehr viel seltener und sehr viel ausgewählter und auch ehrlicher, muss ich sagen. Also wenn ich was poste, dann ist das irgendwie, ja, dann will ich das auch posten und nicht jetzt, dass ich Likes dafür kriege, sondern es ist einfach so, dass dann meine Kunst, die ich dann da zeige und das ist okay. Ja. Und dann hattest du 35.000 Follower. Ja, dann dachte ich Krass, auch das so, ging ja dann okay. sauschnell. Ja, also geht. Und wie hast du das geschafft mit Teilzeitjob und ähm, jeden Tag ein Bild posten? Es ist ja super viel Arbeit. Das Material braucht man ja auch erstmal dafür. Das sind ja Ja, dann, ich habe halt 4 Tage die Woche gearbeitet und 3 Tage hatte ich frei. Das war schon viel Zeit. ja, Und ich habe jetzt nicht wirklich Urlaub gemacht oder ja, mir ja. da freigenommen im Sinne von, ich mache mal was ganz anderes, sondern mein Ziel, selbstständige Fotografin zu sein, war auch einfach so präsent, Mhm. dass ich da alles für gegeben habe. Und wann kam der Moment, wo du dann gesagt hast, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, jetzt kündige ich? Gab es einen Auslöser? Mein Vertrag ging sowieso nur 2 Jahre. Also ich glaube, hätte ich gewollt, hätte ich den auch verlängern können. Mhm. Aber irgendwie war auch die ganze Zeit in meinem Kopf so, ich mache das jetzt 2 Jahre und dann muss ich es Ja, eigentlich schaffen, auf ja. eigenen Beinen zu stehen. Was du ja auch getan hast. Was ich auch getan habe. Und natürlich war Corona da so ein bisschen ein Hindernis. Mhm. Also 2021 habe ich dann wirklich gesagt, ich bin jetzt selbstständig. Und das war auch die ersten Monate gar nicht so einfach, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich weiß gar nicht, ob das für dich so ein großes Hindernis gewesen ist, weil Corona ja schon gerade in dieser Zeit extrem dazu beigetragen hat, dass online mehr passiert als, ich sage jetzt mal, in Mhm. Real Life. Hat man ja auch gesehen, Online-Handel explodiert, Social Media explodiert, es sind Apps aus den Tiefen geschossen. Wie hieß diese eine dann nochmal, wo nur Voice war? Clubhouse. Clubhouse. Das ist ja, also die Leute waren zu Hause und haben den ganzen Tag konsumiert. So, Mhm. und das hat dir vielleicht auch Ja, es hat was mir auch, gebracht, ja, natürlich, ja, ja. für Es deine Brand. So. hat mir auch was gebracht, definitiv. Also für meine Online-Präsenz war es sehr gut, Mhm. aber für mein Offline-Geschäft, sag ich mal, war es halt total schwierig. Also Aufträge, Genau, Shootings es und war so halt weiter. alles Ja. mit Maske und man durfte Ja. nur 3, 4, 5 Leute zusammenbringen, wenn Ja, ja. überhaupt. Und dann durften die Leute ja teilweise nicht mal in einem gewissen Radius ihr Haus verlassen und so. Wir alle erinnern uns. Ja, Und dann? und Corona dann war. muss ich aber sagen, es hat sich einfach stetig entwickelt. Wann würdest du sagen, waren die ersten Erfolge selbstständig? Also wo warst du so, jetzt läuft es irgendwie, jetzt bin ich irgendwie da, wo ich mal sein wollte oder was ich mir vorgenommen habe und ich schaffe das schon so, Mhm. nachdem du da gekündigt hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich erinnere mich, ich habe dann relativ schnell meine Presets veröffentlicht. Mhm. Das hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben, weil ich halt wusste, okay, Finanzielle Sicherheit. finanzielle Ja. Sicherheit, weil ich wusste, es kommt jeden Monat auch ein Betrag Geld rein, auch ohne dass ich überhaupt einen Job habe. Dann habe ich auch, ich glaube, es war im Mai 2021, einen Online-Workshop aufgenommen, Mhm. der mir quasi auch passiv Geld einbringt, was für mich auf jeden Fall ganz zu Beginn schon 2 Erfolge waren, wo ich wusste, auch ich habe quasi eine deutsche Staatsangehörigkeit in mir drin. Das ist ja oft so dieses Sicherheitsdenken. Ich glaube, viele von uns kennen das. Ist irgendwie schon so typisch deutsch, oder? Absolut. Ja. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall dann auch noch mal so Gelassenheit gegeben. Und ich sag mal so, diese richtigen Erfolge, würde ich sagen, hatte ich so die letzten 1,5 Jahre. Also zweite Hälfte 22 und dann jetzt 2023, wo ich wirklich gemerkt habe, mich fragen große Brands an. Ich merke, dass mein Social Media gut funktioniert, dass Leute mir gerne folgen, dass ich total liebes Feedback bekomme auf meine Arbeiten, auf meine Stories. Und ja, dann kommt jetzt auch quasi die Zusammenarbeit mit Sony dazu, auch eine Brand, die ich schon so lange gerne nutze, die dann auch wirklich sagen, hey Luise, wir wollen halt gerne mit dir Projekte Mhm. zusammen machen. Wir
wollen, dass du auf Bühnen für uns sprichst. Wir wollen, dass du mit uns auf eine Tour kommst und so. Also das waren schon Dinge, wo ich die letzten, ja, vor allem 1,5 Jahre gemerkt habe, das funktioniert. Und auch ohne, dass ich eine Repräsentanz habe, ohne dass ich ein Studium gemacht habe, ohne eine Ausbildung, sondern einfach, weil ich meine Arbeit zeige, fleißig bin. Also muss ich schon auch sagen, dass ich relativ viel auch dafür mache. Ich ja, schaffe es fast jeden Tag, meinen Alltag irgendwie teilweise mit zu begleiten, in die Kamera zu sprechen, Fotos zu machen, dann Projekte wie Podcasts anzugehen. Und Darf ich fragen, wie sich dein Einkommen aufteilt auf die verschiedenen, ja, also du musst nicht sagen, wie viel, wenn du nicht Ja. willst, aber wie teilt sich das prozentual auf? Also jetzt 2023, ist ganz witzig, ich habe gestern meine Steuer fertig Na, dann gemacht. musst du es ja genau Dann- wissen. Ja, das stimmt. Das Kuchendiagramm. Ja, doch, also das Diagramm habe ich gerade so ein bisschen vor Auge, weil es Ja. wirklich, es gibt tatsächlich genau diesen Kreis. Und es ist aber tatsächlich ein bisschen mehr Fotografiejob aktuell als online. Obwohl das zum Beispiel letztes Jahr fast 50-50 war. Es ist jetzt dieses Jahr doch nochmal ein bisschen mehr. Fotografiejob heißt Shootings für Kunden, für Ja, genau. Brands, Genau. die deine Fotografie Ja. mögen und dich als Fotografin buchen. Genau. Ja. Auch relativ viele Sachen, die ich gar nicht so unbedingt teile, weil auch manche Brands jetzt gar nicht so zu dem Fotostil passen, den ich zum Beispiel auf Instagram teile. Ja. Da muss ich aber auch sagen, dass ich gerade für mich so ein bisschen überlege, wie ich da eine gute Mitte hinbekomme. Und ich glaube auch, mich da in den nächsten Monaten und Jahren auch noch mal ein bisschen entwickeln werde. Oder ich merke das jetzt schon, dass die Sachen, die ich vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor 2, 3 Jahren geteilt habe, dass ich mich nicht mehr ganz so richtig mit denen identifizieren kann. Ich habe da schon einfach noch mal so ein paar Steps in andere Richtungen Was gemacht. aber was Gutes ist, denke ich Ja, mal. finde ich auch. Ja. Also ich merke schon, dass ich mich da auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung jetzt bewege und auch noch mal offener bin für neue Stile, für andere Stilmittel, die ich vielleicht sonst eher weggelassen habe. Ja. Und auch Fotoshootings, die ich sonst bewusst nicht geteilt habe, würde ich jetzt sogar eher teilen. Also mal schauen, was da jetzt in Zukunft so kommt. Aber Warum jetzt eher teilen als davor nicht? zum Beispiel Aufträge, die jetzt mit Frontalblitz entstanden sind, weil der Kunde oder die Kundin gesagt hat, das ist der Stil, mit dem wir ja, unsere Firma präsentieren wollen. Ja. Das passt zu uns als Marke. Und du, Luise, so, ich habe mit denen dann zum Beispiel auch schon mehrere Projekte umgesetzt. Wir wollen dich als Fotografin haben, weil wir dich mögen als Menschen, weil wir wissen, du kannst es umsetzen. Und dann mache ich das gerne und dann finde ich die Bilder auch cool. Aber auf meinem Kanal sieht man ja sonst weiche, natürliche Porträts. Und daneben ist dann so ein sehr scharfes, frontales Blitzbild, halt wirklich 180 Grad was anderes. Und deswegen ja, habe ich da auch überlegt, naja, kann ich das jetzt teilen? Will ich das teilen? Sind die Leute dann verwirrt? Halt auch so dieses, das Schubladendenken halt ja, wieder. Ja. wofür willst du stehen? Was passt zu dir? Was denken andere Leute über dich und deine Wie willst du Kunst? dich präsentieren auch einfach? Ja. Ja. Und es ist aber auch okay, und das habe ich jetzt für mich auch festgestellt, dass auch, wenn jeder sagt, Luise, die mit den sanften Bildern, dass ich das auch entwickeln darf und dass ich Deine das Mama auch. Genau, das wird sich auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen in eine andere Richtung bewegen und da freue ich mich auch schon drauf. Wieso weißt du das jetzt schon, dass sich das in eine andere Richtung bewegen wird? Weil es ja schon passiert und ich es noch nicht so teile. Okay. Ja, Okay. weil ich noch, also es hat mich jetzt schon so ein bisschen zurückgehalten, weil das halt nicht zu dem passt, was ich mir jetzt über mehrere Jahre aufgebaut habe. Und das ist aber in Ordnung. Ich glaube, ich brauchte nur ein bisschen Zeit, um dann zu verstehen, ich muss nicht an allem festhalten, sozusagen. Und das war alles gut so, wie es ist. Und die Bilder haben. Hat der Berlin-Umzug dazu beigetragen, dass sich was ändert? Ja, auf jeden Fall auch. Aber natürlich auch, ich umgebe mich so viel mit Arbeiten, alleine wenn man durch die Straßen läuft und sich Poster anschaut oder mal eine Vogue aufschlägt oder so, dann
merke ich auch, wo ich mich hingezogen fühle, zu welchen Fotos, wo ich sage, wow, okay, das fühle ich total. Das Mhm. nimmt mich irgendwie mit. Und das ist aktuell gar nicht mehr so Auch stark. Inspiration genannt. Auch Inspiration genannt. Das ist gar nicht mehr so stark, das, was es früher war, sondern jetzt gucke ich auf ganz andere Details. Und ja, klingt so, als würde ich komplett alles ändern. Ist auch nicht der Fall. Also Ja, es bleibt spannend. Ja, der Grundtenor meiner Bilder, ich glaube, das kann man so sagen, bleibt schon irgendwie ähnlich, weil ja, ich kann mich jetzt, glaube ich, auch nicht komplett verändern und ja. Könnte man schon, aber machen ja die wenigsten. Ist ja auch Ja. nicht nötig. Was kommt dieses Jahr? Hast du Pläne für dieses Jahr? Ja, der erfolgreichste Podcast kommt jetzt. Ja, stimmt. Podcast. Aber siehst du dich noch in irgendwelchen anderen Bereiche gehen? Hast du Lust, in andere Bereiche nochmal dich mehr reinzuarbeiten? Oder ist das jetzt gerade so, dass du sagst, hey, Social Media funktioniert gut, online, ich verdiene mein Geld mit dem und dem, das funktioniert gut, das möchte ich ausbauen? Oder hast du auch Momente, wo du sagst, hey, eigentlich würde ich mal gerne woanders noch mitmischen, sagen wir es mal so. Also ich möchte Social Media auf jeden Fall weitermachen. Ich habe jetzt bewusst nicht gefragt, wo siehst du dich in 5 Jahren, Ja. aber Ich dachte, wir sind jetzt hier im Bewerbungsgespräch. wenn man mal so einen Ausblick, man hat ja schon so auch Wünsche und Ziele, Wünsche vor allem, Ja. wo es hingehen soll. Und Ja, also ich muss sagen, dass ich eine kurze Zeit überlegt habe, ob ich nicht wirklich mal Vollgas geben soll, was so die Werbefotografie betrifft. Weil mir das auch wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, ich da noch so viel lernen kann und mich sowas auch wahnsinnig motiviert, wenn ich weiß, da gibt es noch so viel, was ich nicht greifen kann gerade, Konstellationen, von denen ich wirklich keine Ahnung habe, wieso dann 20 Leute am Set sind, was deren Aufgabe ist. Und da habe ich wirklich eine sehr große Neugier. Aber ich muss auch sagen, die Social-Media-Welt, also ich mag sie so gerne und habe auch das Gefühl, dass ich da einen guten Platz für mich gefunden habe. Ich teile wahnsinnig gerne Dinge. Ich mache das nicht, weil ich denke, dass es irgendwie jetzt mir Millionen von Euro bringt, sondern weil das wirklich so auch aus mir rauskommt und ich diese Dankbarkeit zu schätzen weiß und das Gefühl habe, ich kann auch gut Dinge weitergeben. Also auf eine... Das Finanzielle ist ja eher der Nebeneffekt davon. Also Ja, wenn also dir Social Media keinen Spaß machen würde, würdest du es nicht tun. Nee, So. absolut. Es macht mir sehr viel Spaß und ich weiß das Feedback zu schätzen und mir macht auch generell das Erstellen von Reels Spaß, von Stories, von kleinen Videos, Fotos und ich möchte das wirklich nicht missen. Deswegen, ja, ich hoffe auch, es kommen in Zukunft wieder mehr Workshops und mehr Veranstaltungen, wo ich wirklich Leute treffen kann, weil ich halt merke, dass mir das so viel Energie und Kraft gibt. Hast du schon mal ein Fan-Treffen gemacht? Mit deinen Fans? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Ja, es gibt halt so Möglichkeiten. So ein also Fotowalk? Ja, ich glaube halt so Veranstaltungen wie Photopia oder so eine Sony-Tour, dann kommen dann halt schon Leute hin, die Lust Die dich haben. kennen? Ja, mich zu Hast du schon mal treffen. Autogramm vergeben? Nee, aber Selfies. Selfies? Ja. Cool. Ja, Cute. genau. Aber das muss ich jetzt noch kurz abschließen. Ich mag eigentlich den Spagat, den ich gerade mache, weil Social Media und Auftrag. Fotografen. Ja. Genau, weil es funktioniert ja auch gar nicht anders. Ich kann ja nicht auf Social Media über mich als Fotografin sprechen, wenn ich selber den Beruf gar nicht richtig ausübe. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die das da draußen machen. Ja. Ich beobachte das aber sehr kritisch, weil dann teilweise Sachen im Internet kursieren, bei denen ich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlage und mir denke, also wie kann man das Hast behaupten? du ein Beispiel? Also ich denke gerade eher daran, man muss nicht Aufträge oder Jobs machen, wenn man, keine Ahnung, einen YouTube-Kanal hat, wo man die Technik erklärt. Weil dafür musst du kein Fotograf oder Fotografin sein, um eine Kamera zu verstehen. Aber wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, so läuft das Business
aber nie Jobs hat und nie arbeitet, dann ist es nicht so richtig. Aber so grundsätzlich, wenn jemand da rausgeht und Content produzieren will, für was auch immer, do it. So. Das stimmt, aber ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn Leute sagen, so verdienst du 20.000 Euro im Monat mit der Fotografie, Ja, aber selber gut, keine ja, Fotografen ja. sind und sowas Die dann passiert. Online-Kurse verkaufen. Genau, Ja. und das finde ich nicht gut. Nee, das sehe ich auch immer wieder und ich meine, an dem Punkt, an dem ich bin und du, wir verstehen das und wir können darüber auch irgendwie hinweggucken, aber ich verstehe auch sehr gut, auch weil ich mal an so einem Punkt war mit irgendwie 18, 19, 20, wo mich das sehr, sehr doll getriggert hätte und ich sofort gedacht hätte, wow, äh, der hat da irgendwie eine teure Kamera in der Hand, der muss ja Geld verdienen und wenn der jetzt einen Kurs verkauft und dann auf seiner Webseite steht, heute für 49 Euro statt für 399 Euro, dann ist das halt irgendwann auch so eine Richtung Scam und dann ist es halt irgendwie nicht mehr gut. Ja. So. Ich würde halt wirklich immer hinterfragen, die Leute, die mir was verkaufen möchten, nutzen die ihre Dienstleistungen selber? Also jetzt zum Beispiel auch so Presets und so Ja, weiter. ja. Also ist das überhaupt Teil ihres Workflows? Kann ich dem überhaupt trauen? Dann auch so Kurse. Also arbeiten die Leute wirklich in der Branche oder tun sie das eigentlich gar nicht? Ja, Und manchmal sind es dann halt nur Marketingmenschen oder irgendwie Menschen, die das Fotobusiness an sich nicht kennen, aber halt sehr gut in Marketing vielleicht sind oder sowas. genau. Aber das muss man halt verstehen, dass es nicht bedeutet, ich werde besserer Fotograf oder Fotografin, sondern ich werde vielleicht ein bisschen besser in Marketing. So. Ja, und ich würde auch wirklich immer überlegen, ob die Leute, die bei Social Media viel Reichweite haben, auch wirklich die in Anführungsstrichen besten Fotografen sind, weil zu 95% sind sie das nun mal nicht. Und deswegen da bitte immer ein bisschen kritisch sein, vor allem wenn es um sehr starke Meinungen geht, weil ja, Leute, die wirklich täglich in diesem Beruf arbeiten, das gerne und zu Recht auch mal anders sehen. Ja, und die auch einfach das gar nicht nötig haben, Kurse zu verkaufen. Das ist auch immer Ja. so ein Argument. Ja, obwohl Wenn ich da auch jemand, sagen muss, also ich kann mir vorstellen, also beziehungsweise ich habe ja sogar einen Online-Kurs und ich kann mir auch vorstellen, dass ich in Zukunft nochmal einen aufnehme. Also ich will jetzt Kurse überhaupt nicht genau, schlecht also es machen. gibt solche und solche, aber es gibt viele, die verkaufen Kurse, weil das ist, was Geld bringt und Ja. nicht, weil sie mit der Fotografie oder mit der Videografie eigentlich ihr Geld verdienen. So. Ja. Ähm, Und da bitte, bitte seid da kritisch. Also jetzt spreche ich mal recherchieren ganz kurz einfach, ans ja. Publikum, das zuhört, weil also uns hören bestimmt junge Leute zu Ja. oder halt Fotografie-Anfänger und Anfängerinnen, die da sich vielleicht gerne mal blenden lassen und bitte, bitte hinterfrage das immer und Ja. schau dir die Leute wirklich kritisch an und überlege, sind die wirklich in der Position, mir das beibringen zu können? Haben die wirklich selber Erfolge in dem Bereich generiert oder verdienen sie halt nur Geld mit genau diesem Marketing-Tool? Und es gibt auch einfach alles kostenlos auf YouTube. Muss man auch Nicht mal ganz sagen. Also alles, viel. muss ich sagen, Ja. aber sehr, sehr viel. Ja. Also, genau. Ja. Ich habe noch eine Frage, ist mir gerade eingefallen. Ja. Was sind denn deine Lieblingsfotografen? Du Hast du mittlerweile Fotografen, Schlitzohr. die du Ja. nennen kannst? Also ich muss ja Ein nettes sagen, ja, Vorstellungsgespräch. das weißt du auch, ich finde Lina Tesch sehr inspirierend, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich finde, ist auch wahnsinnig beeindruckend, wie sie sich selber so zurücknimmt und ihre Arbeiten für sich sprechen lässt. Und also bei jedem Fotoshooting bin ich immer wieder beeindruckt, auf welche Ideen sie da kommt, wie sie das umsetzt. Und ja, aber auch eine Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Joe Greer finde ich cool. So, ja. Was sind denn deine? Meine? Oh, ganz viele. Sag Es gibt bitte so ein 3. paar, die so kürzlich einfach oder kürzlich in den letzten Jahren für mich sehr, sehr cool geworden sind, auch einfach, weil sie mir auch geholfen haben. Tom van Schelven zum Beispiel, kennt kein Mensch, ist aber ein super Fotograf.
hat mir damals auch einfach angeboten, mal eine Stunde mein Portfolio anzugucken. Und sowas ist natürlich, sowas finde ich immer super. Also wenn man auch, es gibt einen Fotografen, Tom Hoops, kennt auch wahrscheinlich niemand. Fand ich auch vor 7, 8 Jahren ultra krass, was der macht. War mega der Fan und habe dem einfach mal geschrieben. Einfach mal eine Mail geschrieben, so hey, ich würde gerne ein Praktikum machen. Der hat mir dann zurückgeschrieben, was ja auch nicht immer vorkommt. Und sowas hinterlässt halt einfach sehr viel Bewunderung bei mir. So, ich bewundere wenige Fotografen, die so hyper berühmt sind, weil das ist halt, ich meine, klar, so eine Anno Leibowitz oder Peter Lindbergh, die kennt jeder, die mag jeder, das ist halt Geschichte auch ein bisschen. Auch so ganz alte Fotografen, die halt einfach auch Fotogeschichte geschrieben haben. Auch so Magnum oder sowas kennt auch jeder, aber ich glaube, für mich sind oft gerade die halt niemand kennt oder mit denen ich persönliche Erfahrungen gemacht habe, die mich halt geprägt haben, die wichtigeren. Auch was mir gerade noch eingefallen ist, das haben wir bei meiner Folge quasi gar nicht erzählt. In meiner Heimat in Heilbronn, als ich 17, 18 war, da waren so meine Idole, die also nicht Dorffotografen, aber die halt dort in Heilbronn ihr Business hatten. Und darunter zählt zum Beispiel, zählen 2, 3 Leute, die mir damals halt ermöglicht haben, das erste Mal ins Studio zum Beispiel zu gehen. So. Und Ulla Kühnle hier, kann ich genau sagen, die hat mir das erste Mal, da war ich, glaube ich, 18, durfte ich ihr Studio nutzen, kostenlos. Das war natürlich für mich unfassbar, weil ich mir das nicht leisten hätte können. Und solche Fotografen und Fotografinnen sind für mich halt, die bleiben mir immer im Kopf, so, weil das die Menschen sind, die mich auf meinem Weg irgendwie unterstützt haben, supportet haben und deswegen bewundere ich die dann auch. Und natürlich gibt es auch viele Fotografen, die man von den Bildern her mag und bewundert, die man aber vielleicht persönlich gar nicht kennt. So, und da gibt es ohne Ende, kann ich jetzt gar nicht alle nennen, aber da unterscheide ich so ein bisschen immer. Vielleicht ist es auch gut manchmal, dass man die Leute nicht kennt. Ja, ich meine, es gibt auch so oft Sachen, du siehst auf Instagram irgendein Bild und findest das hammerkrass, aber weißt gar nicht, wer es geschossen hat. Ist ja egal. So, wenn es dich inspiriert und dir irgendwie was bringt, muss man den Namen auch nicht kennen. Ja. Gibt es noch was du sagen möchtest heute? Nee, ich glaube, wir haben jetzt lange genug gesprochen. Viel geredet wieder, ne? Ja. Wir sind auch schon, glaube ich, bei einer Stunde wieder. Okay, das hat sich irgendwie länger angefühlt, ja. Nee, wir sind, glaube ich, knapp dabei. Aber jetzt bin ich im Metastudio noch. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Seit letztem Jahr, oh Gott. Oh Gott, hier stimmt. Ja. Genau, seit einem halben Jahr. Und hast auch vor zu bleiben. Ich habe auch vor zu bleiben. Ich kündige. Ich stell dir mal vor. Dann kostet das hier Geld, dass wir den Podcast aufnehmen. Rechnung folgt. Ich habe vor zu bleiben, keine Sorge. Ja, auch da wird noch viel kommen. Und Podcast natürlich jetzt. Ja, habe ich auch schon gesagt. Wir werden immer besser. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch zum Abschluss, ich habe jetzt so eine neue Position für mich gefunden. Ich sitze jetzt hier im Schneidersitz und ich glaube, und das ist gut, ja? Das ist sehr gut für mich. Eine Stunde Schneidersitz? Ja, also meine Beine sind so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin nochmal gespannt, wie das jetzt wird, wenn ich aufstehe. Aber Schauen wir gleich mal. Schauen wir gleich mal. Gut. Wir können ja die Kameras noch kurz anlassen. Genau, aber ich muss sagen, jetzt fühle ich mich so ganz gut. Weil auch, also die Folge, die wir davor aufgenommen haben, da war mir so kalt und so, es geht nicht. Also man lernt so viel und jetzt so langsam. Man lernt nie aus. Wir haben eine gute Routine jetzt schon. Ja, das stimmt. Genau. Danke, Jules, für Danke, die tollen Luise, Fragen, deine für den Zeit. Einblick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, sehr gut. Oh. Oh. Mein Knie ist auch super weh. Oh, Scheiße.